Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments. Herzlich willkommen in meiner kreativen Welt und zu einem neuen Weihnachtskartenvideo. Ich möchte heute euch zeigen, wie ich ich mache eine zweite Karte mit euch. Ein kleines weihnachtliches Lebkuchenhaus. Ich habe tatsächlich dafür mal mit Rubbelkrepp gearbeitet oder auch mit Masking Fluid, so heißt es ja auf Englisch. Ja, ich hoffe, ihr habt sowas zu Hause oder einen Stift, die gibt es ja auch in Stiftform. Entschuldigung. Wenn ihr das nicht habt, dann, bliebe euch noch hinterher mit weißer Acrylfarbe zu arbeiten, um was abzudecken oder ganz ordentlich zu malen. Das ist dann aber auch wirklich ein bisschen Fummelei und ein bisschen schwieriger. Ja, wir starten mal. Ich habe mir hier schon mein Papier aufgeklebt. Das ist mein Clairefontaine Aquapet Papier, 300 Gramm. Zu starten muss man tatsächlich erstmal mit dem Vordergrund anfangen. Und das wäre in dem Fall hier die Bäume. Die müsste ich mir dann mal reinzeichnen. Ich mache jetzt so ganz grob mal hier unten, wo das Haus endet. Ja, ziehe ich mir hier so eine Linie und setze mal hier meine Tannenbäume rein. Ähm, mhm. Ja, ich weiß nicht, ich kriege das immer nicht hin, wenn ich es vorführen soll. Wenn ich es dann mache, für mich ist es okay, aber vorführen ist dann immer schwierig. Also eine ganz einfache Art, Tannenbäume zu malen. Wie ihr die macht, bleibt am Ende euch überlassen. Vielleicht habt ihr eine schönere Art, Tannenbäume zu malen. Ich gehe jetzt mal hier so hin. Genau. So, haben wir die Tannenbäume. Dann können wir nämlich so ganz grob mal hinsetzen, wo das Haus hinkommt. Ich würde es jetzt hier so machen, ungefähr gleicher Abstand. Und ja, hier kommt dann eine Haustür rein. Kann man so richtig schön. Moment, der muss da hin. So, die Haustür. Der Rahmen lässt sich nachher auch noch ein bisschen anpassen, wenn man das Rubbelkrepp dann wegmacht. So, hier die Häuser. Diese Fenster verschwindet so ein bisschen hinter dem Tannenbaum. Und ich mache dann mal eher hier so ganz grob mit so ein paar Linien, wo das Dach hinkommt. Okay. Ja, und da habe ich jetzt so ein rundes Fenster gemacht. Ich mache jetzt hier vielleicht mal ein etwas breiteres Fenster, was auch so ein bisschen oval ist. Genau. Und dann kommt der Zuckerguss im Grunde hier drauf und da fangt ihr dann einfach an und setzt so ein paar Tannenzapfenlinien, klein, groß, lasst die so runterhängen. Immer im Wechsel, nach außen hin macht ihr es so ein bisschen gewellt. Ja, der Zuckerguss vom Dach. Hier geht es auch so ein bisschen wellig runter. Und da hängen dann hier die Zuckerguss-Tannenzapfen. So herunter. Genauso wird dieses Fenster dann gleich mit Zuckerguss umrahmt. Und die Tür auch mit einem dicken Zuckerguss. Und die Fenster natürlich kriegen auch ihren Zuckerguss. So, gucken. Das ist ein bisschen dünner. Der Vorteil ist gleich, wenn ich das Masking Fluid auftrage und das hinterher
dann wegrubbel, dass das auch den Bleistift so ein bisschen mitnimmt. Also da, wo man jetzt dann landet und man rubbelt das nachher weg, bleibt es dann ja schön weiß. Genau. Jetzt setze ich den Schornstein tatsächlich mal auf die Seite, weil hier ein bisschen mehr Platz ist. Ich mache hier den Schornstein hin und der hat oben drauf auch so eine Schneedecke. Die machen wir dann auch mit dem Masking Fluid. Der ist jetzt ein bisschen länger als da, aber das stört mich nicht. Und ich will dann noch diese Smarties hier anbringen. Das heißt, ich male mir hier diese runden Smarties auf und lasse die auch ruhig so ein bisschen in diesen Himmel reinraken. Genau, und mache auch, nee, bei dem Haus mache ich keine versetzten, da lasse ich die so. Okay, hier habe ich noch so einen Zuckergussklecks gemacht, das werde ich hier vielleicht auch wieder machen. Machen wir die gleiche Form. Irgend so was Geschnörkeltes. Da setze ich dann gleich das Masking Fluid drauf. Genau, und dann mache ich hier noch so einen Schneehaufen sozusagen vom Weg her. Den werde ich auch weiß machen. Und vielleicht hier noch so ein bisschen an der Hauskante entlang. Genau, das ist erstmal das, was ich hier jetzt mir so vorarbeite. Und jetzt schnappe ich mir das Masking Fluid und nehme einen alten Pinsel. Also wirklich, nehmt einen ganz billigen alten Pinsel. Den müsst ihr nachher gut auswaschen wieder. Ja, das ist so eine dickflüssige Geschichte. Und wenn man die aufträgt, ist die weiß. Und sobald die durchsichtig wird, ist sie sozusagen getrocknet. Und jetzt gehe ich auf alles, was weiß werden soll oder später farbig, hier mit diesem Masking Fluid drauf. Und das Schöne ist, das bildet genau so eine Tropfenform, wie man es dafür braucht, für diesen Zucker, für diese Zuckeroptik. Also es fließt auch so schön jetzt hier, ne? Lässt sich wunderbar. Genau. Okay, das mache ich jetzt erstmal überall. So, ich denke, so lasse ich es jetzt erstmal. Das Ganze muss jetzt gut durchtrocknen, das ist ganz wichtig. Dann sehen wir uns später wieder. So, das Rubbelkrepp ist trocken. Das könnt ihr jetzt daran erkennen, dass das so durchsichtig geworden ist. Und nun geht es weiter. Ich beginne mit dem Hintergrund. Ich schnappe mir hier meine Pinsel, die neuen von Fu Mui. Einige von euch haben sich die bestellt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal Rückmeldung gebt, ob ihr die auch so toll findet wie ich. So, und nun fange ich an und starte mit dem Hintergrund. Den mache ich einmal nass. Und das ist das Schöne jetzt am Rubbelkrepp. Da müssen wir jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Kann man einfach hier mit dem Wasser auch dran gehen, drüber gehen. Das ist vollkommen egal. So, einmal den Hintergrund nass. Hier, da wo eure Tannenbäume sind, auch noch so ein bisschen. Hier habe ich das auch. Und hier habe ich noch ein bisschen an der Häuserkante. Genau. Sehr schön. Und wenn es dann so leicht glänzend ist überall und kein Wasser drauf steht, dann ist es perfekt. Und ich schnappe mir heute mal meine Paul Rubens Farben und nehme hier einen wunderschönen Blauton. Ich gehe jetzt hier einmal so durch, um eine gleichmäßige Verblendung zu haben.
So, hier ist mir ein ganz bisschen was in den Schornstein reingekleckert. Da habe ich nicht aufgepasst, aber das ist nicht schlimm. Schnappe ich mir einfach ein Wattestäbchen und mache das wieder ein bisschen weg. Sehr schön. So, da das Haus außer hier nicht mit dem Himmel in Berührung kommt, können wir jetzt schon das Haus ein bisschen weitermachen. Dafür suche ich mir erstmal einen etwas helleren Braunton aus. Und ziehe mir den hier über die gesamte Hausfläche. Hier müsst ihr aufpassen, ne? Dass es euch nicht ins Blau läuft. Und ihr könnt einfach über dieses Masking Fluid hinweg gehen. Das ist ganz egal. Also wer ein echtes Lebkuchenhaus malen würde, würde halt auch die Fenster ja dahinter auch braun malen. Aber ich fand das ganz schön, so eine Art aus Hexenhäuschen, Zuckerwattenhäuschen zu bauen, also so eine Mischung zu machen. Das ist ja euch überlassen, wie ihr das mögt, wie ihr daran gehen wollt. So, und solange das jetzt noch nass ist, habe ich jetzt überall verteilt, nehme ich nochmal vielleicht einen Tucken dunklere Farbe und gehe hier jeweils am Dachfirst, an den Eiszapfen entlang. Die werfen nämlich Schatten. Und außerdem ist Lebkuchen ja nie gleichmäßig gebrannt, sondern hat immer auch ein paar hellere und ein paar dunklere Stellen. Und dann gehe ich hier so ein bisschen rein, auch um die Fenster herum, wo dann mal so ein kleiner Schattenwurf ist. Passt auf, dass es noch feucht genug ist. Hier wird es schon fast ein bisschen trocken hier unten. Gehe ich nochmal mit Wasser rein, verziehe das nochmal. Mhm. Und dafür sind die Pinsel natürlich mit ihrer Spitze auch sehr gut geeignet. Nun, denkt dran, hier die Tanne, die wirft auch so ein bisschen Schatten noch an die Hauswand, dass sie es dahinter nicht zu hell macht. Genau, sehr schön. Ach, und den Schornstein, den dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Auch da aufpassen mit dem Blau. Dass das nicht zu sehr, wenn es noch zu nass ist, euch da reinläuft. So, ich möchte gerne die Fenster ein bisschen beleuchtet haben. Nämlich so einen schönen leuchtenden Gelbton, viel Licht. Und da fällt mir hier glatt auf, dass ich vergessen habe, in die Haustür auch die Fenster zu malen. So, weiter geht's. Ich mache jetzt hier mal weiter mit dem Tannenbaum. So, eine schöne leuchtende Haustür.
Sehr schön. Dann können wir noch Fenstersprossen machen. Die könnten wir in dem gleichen Ton machen. Auch so in so einem Rot. Passt ja eigentlich ganz gut. Der Pinsel ist schon fast ein bisschen dick dafür. So. Ein bisschen Schnee andeuten. Dazu nehmt ihr einen ganz, ganz kleinen Hauch Blau in eurem, also es muss wirklich ganz, ganz dünn sein, und geht hier so ein paar Linien drauf. Und genauso hier, da setze ich jetzt aber noch mal einen kleinen Hauch von Braun gleichzeitig mit rein. So ein verwaschenes, dreckiges Schneefarben. Okay. Genauso machen wir es mit diesem Braun auch ganz, ganz dünn, ganz verwaschen unter den Tannenbäumen als Schatten der Bäume. Gut, dann haben wir noch den Schornstein. Da können wir auch noch ein paar Ziegelchen reinsetzen. Das könnt ihr notfalls auch mit einem ganz dünnen Stift machen. Ziehe ich jetzt hier einfach so ein paar rein. Und auch nochmal einen Schatten hier auf die Seite. Und male dann hier die Ziegel. So. Okay, das muss erstmal jetzt noch mal wieder trocknen, bevor ich das abrubbeln kann. So, ich hatte den Föhn zur Hilfe genommen und dadurch ist mir auch schon das Washi-Tape abgegangen, aber das ist zu diesem Zeitpunkt nicht schlimm, das brauche ich jetzt nicht mehr, die Umrandung ist soweit fertig. So, dann geht ihr los und fangt an, mit eurem Finger dieses Rubbelkrepp runterzuziehen. Das ist ganz einfach in meinem Fall hier. Und dann kommt wunderbar das weiße Papier zutage. Sehr schön. Und jetzt können wir noch mal mit dem Radiergummi dabei gehen und sämtliche Bleistiftstriche wegradieren, die wir jetzt nicht mehr benötigen, die ich vielleicht zu doll gemacht habe. Dann geht's los und ich male mir jetzt noch die Smarties bunt an mit wunderschön leuchtenden bunten Farben. Da darf natürlich zum Beispiel ein Lila nicht fehlen. Das mache ich doch mal gleich hier hinten. So, an den Bäumen fehlt uns unten noch der Stumpf.
Machen wir natürlich auch noch mit ein bisschen dunkleren Braun. Geht es hier und stumpf hin. Hier auch. Und wir könnten hier auch noch mal mit dem Braun so ein bisschen die Hauskante absetzen. Da geht es nicht, da steht der Tannenbaum davor. Und jetzt male ich einfach erstmal in so einem hellen Roséfarben hier die Zuckerstangen einfach dran. So, die Zuckerstangen sind jetzt trocken. Dann nehme ich jetzt als nächstes einen roten Acrylstift und setze da einfach so kleine Strichlein drauf. Wieder kurz trocknen. Und dann geht es weiter mit einem weißen. Setze ich einfach noch mal das Rosa durch. Meistens schimmert das ja noch ein bisschen durch und deshalb sieht das dann jetzt auch wirklich aus wie eine kleine Zuckerstange. Dem mache ich jetzt tatsächlich dann noch mal Highlights auf diese ganzen Schokolinsen. Immer an die gleiche Stelle. Lichtspiegelung. Und ich versuche hier tatsächlich auch noch mal ein bisschen Schnee hinzumalen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Stift klappt. Ob ich das lieber mit dem Acrylstift mache. Und vor allen Dingen auch ein bisschen Schnee auf die Tannen drauf. Hier, da wo der sich so ablagert. Und auch hier so zwischen mal, das gibt dann noch ein bisschen Leben. So, dann machen wir hier auf der Tür noch so ein paar Musterchen drauf. Ja, die Tannenbäume sind nicht toll geworden mit dem Schnee. Aber das ist nicht schlimm. Dann nimmt man sich einfach einen Pinsel, den macht man nass und dann kann man das noch mal so ein bisschen wieder verziehen, das was einem nicht gefällt. Und dann wird der Schnee vielleicht sogar besser. Also vielleicht setzt da auch lieber einfach Acrylfarbe mit einem Pinsel drauf. Das geht manchmal viel schöner. Ja. Die Stifte, die sind momentan hier bei mir alle. Ja, ich brauche mal neue. Ja.
aber von Weitem sieht es aus. Und was noch ganz schön ist, ist immer so ein bisschen Schneegestöber, auch hier so an der Tür entlang. Ja, wo es sich da anhäuft vom Wind. Genau. So, da haben wir es, das zweite Häuschen. Ein bisschen anders geworden, aber nicht dramatisch. Ein bisschen kleiner ist es geworden. Okay, ich klebe es nochmal auf und melde mich gleich. So, ihr lieben Kreativen, ich muss mich entschuldigen. Ich habe das ganze Malen über den ganzen Film über nicht gemerkt, dass meine Kameraeinstellung nicht stimmt und ich hätte ein anderes Format gehabt und musste daher diesen Film so groß mit Nahaufnahme für euch ranzoomen, damit ihr das vernünftig sehen könnt. Aber ich denke, das ist für euch vielleicht auch gar nicht so dramatisch gewesen. Ich habe nur gedacht, hinterher beim Zusammenschneiden, Hilfe, was hast du denn da wieder gemacht? Ja. Ich habe es aufgeklebt, noch ein bisschen mit Schnee versorgt, noch 2 Zuckerstangen hingemalt und das ist doch auch ganz süß geworden. Ich hoffe, euch gefallen meine beiden kleinen Zucker-Lebkuchen-Hexenhäuschen und ihr habt Lust bekommen, das mal nachzumalen. Wenn ja, wenn es euch gefällt, lasst mir doch gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video dann wieder. Macht's gut, eure Melanie.